Ja, für mein neues Album Polychromie habe ich mich entschieden, wieder zwei Komponisten gegenüberzustellen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Und zwar sind das François Couperin und Olivier Messiaen. Etwa 2,5 Jahrhunderte trennen diese beiden Komponisten voneinander und dennoch habe ich viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Also, was heißt Gemeinsamkeiten? Beide haben 8 Préludes komponiert und ich habe diese Préludes direkt miteinander in Beziehung gesetzt, also direkt hintereinander aufgenommen im Wechsel, so dass immer ein Couperin und ein Messiaen zu hören ist. Und zusätzlich habe ich mich entschieden, von Couperin noch 8 Charakterstücke zu spielen, die dann jeweils die Tonart der Prélude von Couperin aufnehmen und so immer gemeinsam, also 2 Couperins im Wechsel von einem Messiaen zu hören sind und so eine ganz große Linie und einen großen Bogen durch das ganze Album ergeben. Ich habe diese beiden Komponisten ausgewählt, weil mich mit beiden schon länger eine gewisse Liebe verbindet. Vielleicht eine heimliche Liebe, die nie ganz erfüllt werden konnte, weil ich mich mit beiden vorher nie ganz wirklich auseinandergesetzt hatte. Und jetzt war die Zeit gekommen, eigentlich in dem Moment, als ich bemerkt habe, dass beide 8 Préludes komponiert haben, was mich wirklich sehr reizte und auch schnell wurde eben klar dann in der Beschäftigung, dass beide so sehr miteinander harmonieren und dass es wirklich Gemeinsamkeiten gibt und unglaublich tolle neue Ebenen entstehen, wenn die Musik beider Komponisten direkt im Wechsel erklingt. Polychromie ist der Titel des Albums und der bedeutet ja Vielfarbigkeit und geht tatsächlich auf Le Corbusiers Polychromie architecturale zurück. Dort hat er 63 Architekturfarben entwickelt, die einfach eine ganz besondere Harmonie miteinander eingehen. In dem Falle ist es so mit Messiaen, dass er Synästhetiker war und Farben gesehen hat beim Schreiben seiner Musik oder überhaupt auch beim Hören von Musik. Ich muss länger überlegen, wenn ich jetzt ein Lieblingsstück nennen soll, denn die Werke sind so verschieden und es schafft wirklich eine besondere Stimmung bei jedem einzelnen Werk, wenn man sich ganz darauf einlässt und wenn man sich ganz so die Zeit nimmt, da einzutauchen. Und dazu möchte ich natürlich jeden einladen, das auch zu tun und wirklich die Titel zu lesen, die so poetisch sind und so schön und so speziell, wie zum Beispiel von Couperin Les Roseaux, die Schilfgräser oder Les Bergeries.